Fliesen, Zement, aber auch Tapeten und Armaturen. Ein Bad zu bauen, das ist aufwendig. Mehrere Wochen dauert es, bis dieses Bad fertig ist. Was man dafür braucht? Vor allem handwerkliches Geschick. Es ist eben nicht einfach nur so, dass man irgendwo anfängt und einfach da blindlings losfließt. Wandabwicklungen, Einteilungen, Maße, andere Fliesenformen, Farben. Ist sehr kreativ, macht höllisch Spaß. Es sind viele, viele Faktoren, die einen rundum glücklich werden lassen. Also guck mal, wir haben uns das so geplant, gedacht im Bad, dass wir den Bezugspunkt von der Fuge, den haben wir mit der Wand gehabt. Genau, Mitte Waschbecken. Mitte Waschbecken und Mitte Fenster. Mitte Fenster, genau. Das haben wir so uns angenommen. Ja? Das siehst du hier am Grundriss am besten. Ja? Okay, gut. Dann würde ich sagen, dann lesen wir das mal aus, Genau. so dass wir da hinkommen. Genau, ich messe gerade mal die Mitte vom Fenster, genau. Vom Fenster. In dem Moment, wo ich genau Mitte Tür ein Maß habe, habe ich die Mittelachse des Bades. Und der zweite Maßbezugspunkt, das ist ganz wichtig, ist halt die Außenkante hier von der Dusche. Ich habe hier die Platte schon mal hier hingelegt. Also im Prinzip weiß ich, wenn das alles ausgelasert ist, dann habe ich hier eine Maßbezugskante, genau parallel, genau Mitte Tür und hier eine volle Fliese, die praktisch hier durchgeht und diese Fuge sich nachher Mitte Waschtisch auch widerspiegelt. Ohne Messen vor dem Fliesenlegen geht gar nichts. Uwe Bielmeier legt die Achsen und Bezugspunkte mit dem Kreuzlinienlaser fest. Vor 25, 30 Jahren hätten wir da jetzt eine Alulatte hingelegt, ja, und hätte praktisch das ein bisschen verschwert, dass sie nicht wegrutscht und hätte praktisch gegen die Latte gefliest. Heute dieser Kreuzlinienlaser ist natürlich viel, viel besser, ist natürlich Hightech, aber ist ganz klar, so wie wir heute Bäder bauen, die haben wir vor 30 Jahren ja auch nicht so gebaut, so gibt es natürlich heute auch Gerätschaften, die uns das Leben einfacher machen. Das ist auch. Und hier passt es eigentlich auch gut. Auch sehr gut hier. Ja, so sieht es jetzt gut aus. Ja. Das hier ist das Herzstück des Bades. Also hier fangen wir an. Wichtig ist dabei nicht nur die perfekte Symmetrie. Fliesenlegermeister Johnny Genofa geht es noch um einen ganz anderen Punkt. Die Fliesen sollen optimal zur Geltung kommen. Wir haben eben noch mal geschaut, ob wir wirklich auch mit den Bezugspunkten hinkommen. Das heißt, dass wir einfach keine kleinen Stücke haben in der Dusche. Wäre ja doof, wenn eine Fliese in der Dusche so ein ganz kleines Stück wäre. Es soll schon so sein, dass eine große Fliese in der Dusche ist. Am Ende wird hier ein hochwertiges Bad entstehen. Es ist ein super schönes, besonderes Bad, das wir bauen mit großen Fliesen, 80 cm in der Seitenlänge. Wir haben hier eine schöne, große, freistehende Badewanne, die eingebaut wird. Einen super großen Duschbereich mit einer Sitzablage. Ganz besonders in dem Bad ist noch die Tapete, die wir später anbringen. Es ist eine ganz besondere Tapete, die für den Nassbereich freigegeben ist und die auch im Duschbereich dann dementsprechend angebracht werden kann. Bis das Hochglanzbad auch nur ansatzweise Konturen annimmt, dauert es rund 2 Wochen, die mit dem Anrühren des Klebers beginnen. Zum Anrühren selber ist natürlich auch ganz wichtig, dass man da nicht so viel Wasser beigibt. Also man sollte schon den Sack auch hinten mal lesen. Normal sagt man auf 25 Kilo ungefähr 5,5 Liter Wasser. Da kann man auch mal 6 geben, aber wenn man halt jetzt zu viel Wasser gibt und dann stimmt der sogenannte Wasserzementwert nicht mehr. Und dann kriegst du nach den 28 Tagen, ist das normalerweise, soll der Kleber eine gewisse Endhärte, Druckfestigkeit haben und die erreichst du so nicht. Und was passiert, wenn man es falsch macht? Wenn du zu viel Wasser gibst, dann kann es durchaus sein, dass dann auch die Fliesen kaputt gehen. Wasser ist ohnehin ein Problem, gerade bei den Großformatfliesen. Da braucht man schon einen ganz besonderen Kleber. In dem Fall muss er flexibel sein und er muss vor allem für Großformat sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenig Wasseranteil generell beim Anrühren und man hat ja wenig Fugenanteil. Fliesen sind sehr, sehr groß, aber das Wasser, was in dem Kleber ist, muss ja halt irgendwo hin.
Unten der Boden ist abgedichtet, das Wasser kann nicht nach unten in den Estrich dringen und gleichzeitig wenig Fugen heißt, es kann hier auch seitlich nicht entweichen. Deswegen ganz wichtig, diese Klebergeneration basieren auf Zement und auf Kunststoff basiert sind sie, geben wenig Feuchtigkeit später nach oben ab und binden praktisch das Wasser in dem Kleber selbst. Das nennt sich kristalline Wasserbindung. Ich würde jetzt die Fliese hochnehmen und würde praktisch die erste Fliese verkleben. Ganz wichtig vielleicht auch noch, diese Fliese hat eine Maserung oder auch eine Verlegerichtung. Das heißt, hier sieht man es eigentlich ganz deutlich, dass praktisch die Maserung so ein bisschen tendenziell in die Richtung geht. Aber wenn ich jetzt die Fliese aufhebe und dann ist da auch ein Pfeil, der mir die Verlegerichtung auch vorgibt. Das kann ich ja mal zeigen. Uwe Bielmeier verteilt den Kleber sowohl auf der Keramikfliese als auch auf dem Boden. Nur so kann er sicher sein, dass sich beim Kleben die Fliese mit dem Boden verbindet. Bestreicht man nur den Boden mit dem Kleber, kann es passieren, dass sich die Fliese später hebt. Ein weiterer Trick, damit es wirklich hält, ist der Spachtel mit seiner speziellen Zahnung, mit dem Uwe Bielmeier arbeitet. Diese Zahnung selbst, die ist 15 mm, das heißt, die hat Riffel drin und damit erzeugt man Kleberstege. Also man hat praktisch einen Hochpunkt, einen Tiefpunkt, Hochpunkt, Tiefpunkt, wie bei einem Kamm. Ja? Und in dem Moment, wo ich hinten oder dann die Fliese einschmiere und die Fliese praktisch ins Kleberbett hineindrücke, gehen die oberen Stege praktisch verrutschen. Ja, in die tieferen Stege und somit erreicht man eine vollflächige Verklebung von so einer 80 x 80 Fliese. Nach dem Kleben wird die Fliese ausgerichtet. Die Symmetrie muss stimmen. Weil sie recht groß sind, muss Uwe Bielmeier direkt die zweite Fliese, die er verlegen möchte, einkürzen. Das ist nicht ganz so einfach. Das ist jetzt ein Feinsteinzeug. Das ist ein ganz hartes Material, wird heute normalerweise nur noch, also jeder Baumarkt oder Fachbetrieb verlegt in der Regel Feinsteinzeug. Das ist sehr, sehr hart, lässt wenig Wasser in die Fliese unten reindringen, ist praktisch von der Rückseite wie Glas und ist sehr massiv, eigentlich härter auch wie Granit. Für das Zuschneiden gibt es ein eigenes Gerät. Das Schneidgerät, da gibt es ganz viele, Hoover, Ruby, ganz viele Geräte. Generell ist es einfach ein Trockenschneider. Für die verschiedenen Größen gibt es natürlich den Trockenschneider. Und dadurch, dass dieses Feinsteinzeug auch sehr, sehr hart ist, braucht man natürlich auch ein Rädchen, ja, oder ein Schneidgerät, was noch härter ist, um einfach da auch dieses Feinsteinzeug zu schneiden. Deswegen ist es ein Diamanträdchen, was praktisch noch härter ist wie das Feinsteinzeug, und das zieht man einfach durch die Maschine und kann damit die Fliesen trocken bearbeiten und auch brechen. Wie es so ist im Leben, es ist Keramik, also man kann diese Materialien natürlich schon sorgfältig bearbeiten und in der Regel passiert da auch nichts, aber es ist ganz klar, wenn man da ein bisschen nicht ganz sorgfältig arbeitet, das nicht von vorne bis hinten komplett durchschneidet mit dieser Maschine, kann es natürlich schon sein, dass eine Ecke wegfliegt oder dass sie halt auch komplett anders fliegt oder abreißt oder bricht, wie sie eigentlich sein soll. Das Verlegen der zweiten, leicht eingekürzten Feinsteinzeug-Keramikfliese ist danach recht einfach.
Schwieriger wird es bei der dritten Fliese. Bei der muss Uwe Bielmeier nämlich den Abfluss für die freistehende Badewanne ausflexen. Aber wie wird erreicht, dass die Fliesen akkurat verlegt werden mit dem immer gleichen Abstand zueinander? Deswegen haben wir hier diese Klötzchen, ja? Diese Abstandshalter, die sind von 0,5 bis 3 mm sind die. Ja? Die haben immer, das ist jetzt was ganz Neues scheinbar, also 0,5, 1 mm, 1,5, 2 und 3 und die kann man dann in die Fugen reinmachen und dann ist das Verrutschen auszuschließen. Und man hat natürlich auch eine exakte Fuge. Bei der nächsten Fliese muss das Loch für die Badewannenarmatur, also für den Wasserhahn, in die Fliese integriert werden. Da habe ich hier die Flex, ja, mit einer ganz normalen Flexscheibe. Und dann gucke ich, dass ich hier so ein bisschen jetzt die Rundung ausflex. Dann gucke ich, dass ich ein Dreieck reinschneide. Und dann gucke ich, dass ich das rausschlage. Und den Rest mache ich mit einer zweiten Flex. Wie ein Dosenauskreiser. Und damit kann ich dann die Rundung von dem Kreis so bearbeiten, dass es nachher rund ist. Und? Passt perfekt. Wie ein Puzzle fügen sich jetzt die anderen Fliesenteile des Badbodens ein. Manchmal muss nachjustiert werden. Es kommt ja durchaus auch vor, dass eine Fliese, wenn sie eingelegt ist, einfach ein Tick zu tief ist. Da haben wir unseren Saugnapf und dann können wir sie Vakuum wieder ein bisschen hochheben, noch ein bisschen Kleber drunter und kann sie dann exakt ausrichten. In diesem Fall, also bei einem Neubau, ist der Untergrund in der Regel komplett eben. Das heißt, der Boden birgt keine Überraschungen. Aber das ist nicht immer so. Es gibt schon auch Untergründe, die problematisch sind. Ja, alte Estriche, die unter Umständen gerissen sind, die müssen dann eingeflext werden im Riss und zugeharzt. Das ist eine Alternative. Dann gibt es eine sogenannte Entkopplungsmatte, die man einspachtelt, wo man den Oberbelag von dem Unterbelag trennt. Es gibt natürlich auch verschiedene Estricharten, Anhydrit, Estriche, Calciumsulfat, zementäre Estriche, wo man auch viele Fehler als Laie machen kann. Ja? Also was Grundierung angeht, was Kleberarten angeht. Das ist so die Grundbasis. Trotzdem gibt es auch bei einem Neubau eine ganz wesentliche Tücke, der Estrich. Er muss absolut trocken sein, bevor die Fliesen reinkommen. Wenn jetzt zum Beispiel der Estrich nass ist
Und ich würde jetzt hingehen und das nicht prüfen, er ist theoretisch zu nass. Für einen Laie, wenn man drüber geht, sagt man, naja, der ist ja trocken, der ist ja fest, aber deswegen kann er ja trotzdem 6, 8 oder 10% Restfeuchte haben. Und ich würde den Boden abdichten. Also wenn zu viel Wasser im Estrich ist und wir dichten ab, geben wir dem Wasser gar nicht die Chance, nach oben zu entweichen. Im schlimmsten Fall schüsseln die Estriche hoch, ja, nach einer Heizperiode, und die Fliesen oder der Belag geht hoch und geht kaputt. Die nächste Herausforderung, der Duschbereich. Wir müssen sie hier an dem Bleistiftschnitt jetzt abschneiden, weil wir von dem Punkt, der noch gerade ist, dann ab hier ein Gefälle in die Richtung brauchen. Ja? Und wir brauchen hier einen kleinen Versatz, weil hier später eine Duschtrennwand drankommt, eine Tür, die praktisch auf und zu pendelt. Ja? Und hier brauchen wir halt einen kleinen Versatz drin, dass unten die Dichtungslippe von der Dusche so einen kleinen Anschlag hat, so eine Fliesenkante, dass die Dusche, wenn sie nachher benutzt wird, dass unten die Tür später richtig dicht abschließt. Bevor allerdings der Duschboden mit seinem Gefälle drankommt, setzt Uwe Bielmeier erstmal die letzten Fliesen des restlichen Badbodens. Wir haben jetzt hier nochmal eine Alu-Abschlussleiste gesetzt, weil wir haben ja jetzt hier den Badboden, hier kommt ein Parkett drauf, und dass man einen schönen Übergang kriegt von, ich sage jetzt mal, Keramik auf Holz, haben wir praktisch hier als Abschluss eine Aluschiene gesetzt. Sieht doch gut aus, oder? Ich will jetzt meine eigene Arbeit nicht loben, klar, wer macht das schon, aber ich würde sagen, der liegt gut drin und ja, geht weiter. Jetzt kommt der Boden der Dusche dran. Das Gute, das Gefälle, wichtig, damit das Wasser besser abfließen kann, wurde schon beim Einbau des Estrichs mit berücksichtigt. Wir haben jetzt ein Gefälle, das ist jetzt ausgebildet auf plus minus 2%, also zwischen 1,5 und 2% ist optimal. Das haben wir jetzt hier auch erreicht. Dieses minimale Gefälle reicht aus, damit das Wasser in der Dusche gut abläuft. Auch die Fliesenkante, an der später die Duschtür sitzt, ist jetzt fertig. Zuletzt klebt Uwe Bielmeier direkt neben dem Wasserablauf noch die letzten 3 Fliesenstücke an. Jetzt ist nur noch der Wasserablauf selbst offen, aber um den kümmert er sich später. Die ersten großen, schweren Fliesen kommen an die Wand. Aber da müssen sie erst mal halten. Deshalb verwendet Uwe Bielmeier einen anderen Kleber. Rutschen tut er generell nichts. Der Kleber selbst ist jetzt tatsächlich ein formstabiler Wandkleber, weil er einfach von Anfang ein bisschen mehr Grundhalt gibt. Ein bisschen knifflig wird es beim Ausmessen und Ausflexen der Löcher für die Duscharmaturen. Geflext wird mit einer sogenannten Diamantbohrkrone. Hier ist einmal mehr besonderes Fingerspitzengefühl gefragt. Eine falsche Bewegung und die ganze Arbeit war umsonst.
Wir bewegen uns hier wirklich im Millimeterbereich, das muss man wirklich sagen. Also hier hat man ja auch aufgrund von der Armatur, die hier vorgegeben ist, muss man schon das ein oder andere Mal nachflexen, das kommt vor. Ja, aber das ist, denke ich, ganz normal, ja, weil man einfach das Loch erstmal auch einen Tick kleiner macht. Größer geht immer, wenn es halt zu groß ist, ist halt die Fliese halt auch zu groß ausgeschnitten und dementsprechend kann sie nicht mehr verwendet werden. Jetzt ist hier wichtig, dass er halt generell gut sauber ausgekreist ist. Hier, das passt jetzt sehr gut. Damit diese eine Fliese perfekt sitzt, dafür hat Fliesenleger Uwe Bielmeier 2 Stunden gebraucht. Das Ausrichten der Fliesen an der Wand, das gleiche Prinzip wie am Boden. Symmetrie ist oberstes Gebot. Hier ist jetzt ganz wichtig, dass wir jetzt auch hier unten drunter diese 1,5 mm Fuge haben. Deswegen habe ich die mit dem Sauger hochgezogen. Wir haben hier überall 1,5 mm Fugen von dem Boden bis halt auch jetzt hier an die Wand. Die Gleichmäßigkeit ist natürlich gewahrt. Ne? Also es sollte schon so sein, dass die Fugen überall gleich groß sind. Ne? Also ich meine, es macht keinen Sinn, wenn man jetzt eine Pressfuge hätte oder die nächste ist 2 mm und dann wirkt das ja nicht mehr so gut. Einfach durchfließen bis zur Decke und dann hat man oben einen schönen Abschluss. Das kann gut gehen, muss aber nicht. Manchmal müssen die Fliesen an der Decke auch schräg geschnitten werden. Es kann durchaus sein, dass eine Decke auch mal ein paar Millimeter einfach scheppelt. Das kommt vor, muss man dann auch ein bisschen einschneiden, sauber, dass man halt eben auch das ein bisschen ausgleicht. Ne? Weil wenn du auf der einen Seite 5, 6 Millimeter eine Fuge hast, auf der anderen Seite bist du Press, na, ist nicht so schön. Aber auch unten ist das Fließen nicht einfach. Der Grund? Das Gefälle in der Dusche macht sich auch beim Setzen der unteren Wandfliesen bemerkbar. Die nächste Fliese muss besonders geschnitten werden. Wir sind jetzt hier im Gefällebereich der Dusche. Deswegen ist die Fliese praktisch hier an dem Laserpunkt ist sie gerade angesetzt, dass sie auch hier wieder gerade dran schlägt. Und unten am Boden müssen wir sie abschneiden, weil wir halt im Gefälle sind. Also haben wir hier knapp 71. Und hier haben wir ja, 72,5. Das sind genau die 1,5 cm Gefälle, die wir auch brauchen. Das muss ich jetzt praktisch unten rausschneiden und setze die an. Dann ist die oben gerade und unten schön im Gefälle. Und? Wie sieht's aus? Wir haben ein gutes Gefälle, das passt von 1,5 bis 2%. Und ich glaube schon, dass wir ein exaktes, schönes Fugenbild haben, dass wir auch den Fugenschnitt jetzt vom Boden zur Wand gut eingehalten haben. Also ich bin hochzufrieden. Nach einem Tag Arbeit sind zumindest 2 der Duschwände fertig. Jetzt wird nur noch die herausnehmbare Duschrinne mit passenden Fliesenteilen verklebt. Und zwar mit einem sogenannten Hybridkleber, der auch unter Wasser hält und extrem flexibel ist. Während Uwe Bielmeier sich an das Fließen der dritten Duschinnenwand macht, kümmert sich sein Kollege Erik Schwärmer um das Verputzen der restlichen Badwände. Dafür verspachtelt er zuerst die Gipsplatten im Waschbeckenbereich. Später kommen hier keine Fliesen, sondern wasserabweisende Tapeten hin. Wir haben hier die Fugen gespachtelt, damit wir keine Risse später unter der Tapete bekommen, haben wir jetzt mit einem speziellen Füller die Stöße vorgespachtelt und werden das Ganze gleich mit einem weicheren Material vollflächig überspachteln. In die Fugen kommt eine dichte, gipshaltige Spachtelmasse.
Für das vollflächige Überspachteln und Glattstreichen wird eine feinere Spachtelmasse verwendet. Da kommen dann später die Tapeten drauf. Wenn man jetzt einfach drüber tapezieren würde, würde man später, wenn man von weit weg auf die Tapete guckt, sehen die Stöße vom Rehgips. Es wäre nicht glatt, also wenn man jetzt hier die Hauptfläche haben, dann würde man von weiter weg gucken und würde man hier die Kanten sehen. Im Duschinnenbereich setzt Uwe Bielmeier in der Zwischenzeit die erste Fliese an der Trennwand. Hier drauf ist jetzt zu achten, dass wir diesen Trennwandpfosten haben, hier mit der Nische, dass genau die Fliese hier in der Mitte läuft, auch später in die Nische rein und links und rechts ein gleich großes Stück entsteht. Danach wird es richtig schwierig. Viele der Fliesen, die jetzt gebraucht werden, muss der Fliesenleger mit einer sogenannten Gärung versehen, damit die Fliesen später ohne sichtbare Fuge ineinander greifen. Dafür flext Uwe Bielmeier die Fliesen in einem 45-Grad-Winkel. Bei einer 80er Fliese, das wirklich millimetergenau wegzufasen oder zu gären, das ist schon Handarbeit und auch viel Fingerspitzengefühl. Ein Anfänger macht das natürlich nicht, der schneidet vielleicht die Finger ab. Nein, das ist schon Übungssache. Ne? Also ich mache das ja jetzt auch schon viele, viele Jahre. Und man lernt ja auch immer so ein bisschen dazu. Ja, Winkel, wie hält man so ein bisschen die Flexe aus dem Handgelenk. Irgendwann tut das ja auch immer so ein bisschen weh. Also viele Dinge, wo man sich über die Jahre auch so ein bisschen verbessert irgendwo. Ne? Und vielleicht noch so ein bisschen schärfer dran zu kommen, ja. Dann hat man natürlich auch verschiedene Scheiben, wo man auch verschiedene Scheiben von verschiedenen Herstellern nutzt, wo man sagt, oh, die eine, die nimmt ein bisschen mehr weg. Ja, und man muss vielleicht nicht ganz so viel drehen. Also das sind viele, viele Komponenten, die da eine Rolle spielen. Und man muss sagen, diese Gärungsgeschichte, die ist sehr, sehr aufwendig. Also ich sag mal, der Laufmeter, den beziffere ich jetzt mal 1 Stunde, 1,5. Ein Laufmeter. Ja, das sind hier 2 Fliesen, die dann praktisch aneinander stoßen. Insgesamt braucht Uwe Bielmeier 1,5 Tage nur für das Schneiden der Gärungen. Handwerkskunst. Damit die auf Gärung geflexten Einzelteile an die Duschwand passen, muss jede Platte noch zurechtgeschnitten werden. Und dann, wenn der Laie denkt, das Schwierigste sei geschafft, wird es noch komplizierter. Jetzt ist hier ganz wichtig, dass hier die nächste Fliese praktisch hier eingesetzt werden kann. Da brauchen wir hier vorne natürlich eine saubere Gärung, um einen guten Übergang zu bekommen für in die Dusche. Dann brauchen wir hier vorne eine saubere Gärung für den Maler. Weil hier kommt auf die Wand nur eine Tapete. Ja, hier haben wir ja Fliesen, hier Tapete. Hier brauchen wir eine Gärung, dass der Maler seinen Anschluss schafft, Tapete, Fliesen. Ja. Und auch hier ist ganz, ganz wichtig, dass ja hier als Putzabschluss ein Sockel drauf kommt. Und den wollen wir natürlich auch auf Gärung machen. Also ich kann jetzt diese Fliese, die jetzt hier lang läuft, die kann ich nicht komplett so durchschneiden. Die muss im Sockelbereich, muss die hier auch noch rausstoßen. Uwe Bielmeier fixiert die auf Gärung geklebten Fliesen vorübergehend mit einem stabilen Klebeband, damit sie, während der Kleber fest wird, nicht auseinanderdriften.
Im Inneren der Dusche wird klar, die Gärungen sind hier nur eine von mehreren Herausforderungen. Die Schwierigkeit ist einfach so, wir haben hier vorne unsere Fliese, ja, und die Rückwand sollte jetzt auch parallel zu der vorderen laufen. Ne? Wenn man das jetzt hier mal kontrolliert, ne, haben wir praktisch hier die 11 und haben hier die 11 und das zeigt mir, dass diese Platte zu der Rückwand parallel läuft. Dazu kommt auch noch, dass wir mit der Fliese und der Fliese auch parallel in der Achse sind. Ja? Das haben wir praktisch über diesen Winkel, habe ich das jetzt hier geprüft. Ja? Und das sind diese zwei Dinge, die für mich wichtig sind, dass nachher die Ablage auch einen gleich großen Abstand hat, links wie rechts, ja, und dass sie praktisch in der Achse zu der vorderen Platte steht. Die Duschablage passt perfekt. Im Übrigen, auch wenn man es später kaum sieht, absichtlich nicht ganz im rechten Winkel, damit das Wasser abfließen kann. Während Uwe Bielmeier weiter seine Dusche fließt, verputzt Erik Schwärmer jetzt die Wände hinter dem Badewannenbereich. Auch dort kommt später eine wasserfeste Tapete hin. Langsam wird's mit der Dusche. Uwe Bielmeier fließt eine Sitzgelegenheit. Bei der Sitzgelegenheit ist wichtig, dass wir hier plan, gerade sind und aber auch ein Gefälle haben in die Dusche später rein. Ja? Ganz wichtig, dass einfach auf der, wenn man hier drin duscht, dass auf dieser Duschgelegenheit, auf der Sitzgelegenheit, das Wasser auch abfließen kann. Es gibt viele mögliche Fehlerquellen. So muss Uwe Bielmeier zum Beispiel auch immer genau darauf achten, dass er genügend Kleber verwendet, damit sich keine Luftbläschen unter den Fliesen bilden. Dann nämlich könnten sie irgendwann brechen. Am schwierigsten ist die Fliese oberhalb der Duschnische. Das ist ja jetzt die erste Fliese, die nicht irgendwo aufgesetzt wird, die freischwebend ist. Die müssen wir jetzt praktisch ausrichten und da habe ich mir jetzt hier so Stützen gebaut, dass sie mir nicht runterrutscht. Uwe Bielmeier hat etwa eine halbe Stunde Zeit nachzujustieren, bis der Kleber fester wird. Man muss das ja jetzt in Position drücken, also drückt man natürlich auch, ne? Aber so funktioniert es jetzt sehr, sehr gut. Ja, es ist natürlich jetzt auch hier Gärung, hier diese Außenplatte innen, hier jetzt im Übergang von der Nischenoberkante jetzt auch hier drauf. Ja, ja, da muss man schon drücken und anpassen vor allem, ne? Dass es halt passt. Und gibt's was zu meckern? Nee, gar nichts. Also es ist perfekt. Ich gucke immer kritisch. Mittlerweile sind wir bei den letzten Fliesen angelangt. Gleichzeitig ist Erik Schwärmer mit der wasserfesten Tapete beschäftigt. Erstmal hält er sie nur probeweise an. Die Mitte ist immer das Schönste. Und wenn ich die Mitte habe, kann ich ganz leicht links und rechts verlegen. Ich muss achten, dass die Muster parallel mit der zweiten und dritten Bahn zusammenpassen, damit später eine Fläche ergibt, damit wir keine Verrutschung haben in den Bildern. Dann kommt ein Spezialkleber für die wasserabweisende Tapete an die Wand. Der Kleber ist ein spezieller Kleber für den Nassbereich. Diese Tapetenform darf auch nur mit diesem Kleber verarbeitet werden. Andere Kleber würden Blasen schlagen, würde nicht halten. Der Kleber ist auf einer Gummiartbasis hergestellt. Und wenn man ihn aufträgt, gibt er quasi eine feste Masse und drückt die Tapete an sich und fixiert sie auch. Wenn er Luftkontakt bekommt, fängt er ganz leicht an glasig zu werden. Und wenn man die Tapete einsetzt, ist dieser Kleber dafür konzipiert, dass der Kleber so eine Haftung bildet, dass die Tapete einfach an ihrer Position bleibt und später auch die Tapete abdichtet.
Trotzdem kann sich auch diese Tapete nach dem Anbringen um einige Millimeter verziehen, was gerade bei einer Motivtapete nicht gut wäre. Damit das nicht passiert, verbindet Erik die verschiedenen Tapetenbahnen für kurze Zeit mit einem Klebeband. Normalen Tapeten bestehen meistens aus Papier oder aus Glasfaser. Die hier ist aus Glasfaser, aber speziell mit einer Vorbeschichtung versehen worden, damit sie quasi wasserfest ist. Fertig. Es geht jetzt Schlag auf Schlag. Uwe Bielmeier bringt die Fußleisten an. Wichtig, zwischen den Bodenfliesen und den Sockelleisten müssen ein paar Millimeter Platz bleiben. Die Fußbodenheizung, wenn die ja hochfährt, dann hat die ja eine gewisse Temperatur natürlich. Man will es ja fußwarm haben, deswegen Fußbodenheizung. Ja, also hat man ja auch so ein bisschen eine Ausdehnung. Und der Sockel selber ist ja zementär gegen die Wand geklebt und hat ja praktisch gar keine Ausdehnung. Deswegen darf keine Verbindung stehen zwischen Sockel und Boden. Im schlimmsten Fall wird entweder der Sockel sich lösen oder es käme zu irgendwelchen Knirsch- oder Knacksgeräuschen. Und natürlich ist auch hier alles symmetrisch. Nach dem Anbringen der Leisten geht es ans Verfugen. Die entsprechende Fugenmasse muss Uwe Bielmeier allerdings erst noch anrühren. Das muss maschinell angerührt werden, sprich mit einem Quirl am besten, weil halt auch viele zementäre und vor allem Kunststoffpartikel da drin sind. Und die müssen komplett durchgerührt werden. Dann muss eigentlich auch noch mal 1-2 Minuten eine Topfzeit eingehalten werden. Und dann muss man noch mal nachrühren, damit einfach diese Kunststoffpartikel aufgehen. Die Masse wird tief eingespachtelt. Das ist eine zementäre Fuge mit Kunststoffanteil. Früher war zementäre Fuge eigentlich nur weiß und grau, hell- oder dunkelgrau. Heute sind die ja Schimmel, wasserabweisend, die Fugenfarben, Perleffekt und so. Deswegen ist da heute sehr viel Kunststoff mit drin. Es gibt natürlich jede Menge Grautöne, Anthrazit, Basalt, also dunkle Schwarztöne. Und dann gibt es auch generell, die Farbpalette ist von grün, rot, blau, da gibt es alles. Weil es gibt ja auch verschiedene Fliesen, Dekore, sage ich jetzt mal. Und da passt ja auch nicht immer weiß, grau oder halt Basalt oder Anthrazit dazu, sondern man will ja auch oft Ton in Ton. Und da passt halt eine grüne Fuge zu einer grünen Fliese und gelb zu gelb, ganz gut. Da gibt es alles. Keine starre, zementäre Fuge. Silikon kommt zwischen die Leisten und Bodenfliesen, weil sich ja der Boden durch die Fußbodenheizung minimal hebt und senkt. Erik Schwärmer tapeziert derweil auch die zweite Wand mit der Motivtapete. Er muss darauf achten, dass die schönsten Stellen auch zur Geltung kommen. Danach wird versiegelt. Gerade hier im Nassbereich ist es immer schwer. Wenn man Tapeten anbringt und man sie nicht mit der Spezialversiegelung versiegelt, kann es sein, dass durch das Spritzen vom Wasser sich die Tapete von der Wand ablöst. Somit haben wir diese Tapete versiegelt. Es ist der Abend des 10. Arbeitstages. Das Bad nimmt Form an. Nach und nach werden auch die letzten Wände verputzt und tapeziert. Ein paar Tage später.
Die Armaturen kommen rein. Uwe Bielmeier und sein Kollege Jörg Weibrich haben ordentlich zu tun. Zuerst wird das Gehäuse der Unterschränke montiert und ausgerichtet. Das Waschbecken wird danach nur noch aufgelegt. Dann die Schubladen. Die Waschbecken bestehen so wie die Badewanne aus einem besonders edlen Material, aus Mineralguss. Ein spezieller Beton aus mineralischen Füllstoffen wie Quarzkies und Gesteinsmehl. Die Oberfläche ist sehr pflegeleicht. Uwe Bielmeier verfugt die Schnittstelle zwischen Waschbecken und der wasserabweisenden Tapete mit transparentem Silikon. In dem Fall brauchen wir zwischen der Tapete und dem Waschtisch eine ganz schmale Fuge. Ja, manchmal brauchen wir auch eine größere. Und dann spritze ich den Waschtisch von links nach rechts komplett durch. Um das überschüssige Silikon zu beseitigen, verwendet er einen alten Trick. Und dann habe ich eine Pumpkanne, da ist ein Spülmittel drin und ziehe damit dann mit einem Abzieher das Silikon ab. Die Toilette ist übrigens auch nicht irgendeine, sondern ein Hightech-Gerät. Ein Dusch-WC mit Sitzheizung und Föhn. Toilettenpapier wird theoretisch überflüssig. Es geht ins Detail. Jörg Weibrich baut die Duscharmatur ein. Wieder ein paar Tage später die Spiegel hängen. Der Elektriker hat das Licht angebracht. Auch die Duschtür ist eingebaut. Das Bad ist fertig. Abnahme durch die Hausbesitzerin. Ja, sehr gut. Super, super schön. Ich habe es mir so schön nicht vorgestellt, wie es dann in der Realität jetzt ist. Also ich bin sehr zufrieden. Wir sind ganz glücklich. Boden- und Wandgestaltung kosten rund 13.000 €. Der Mainzer Fliesenlegermeister Johnny Genova und seine Kollegen sind stolz. Uns macht es mega Spaß, ja, mit großen Fliesen, wenig Fugen zu arbeiten. Die Fliesen wurden ja immer größer, die Bäder werden immer anspruchsvoller. Und das eigentliche Fliesenlegerhandwerk ist ja fast eine Kunst geworden. Ja. Die Fliesen so zu bearbeiten, dass sie auf Gärung eingebracht werden, dass die Ecken schön ausgebildet sind. Das ist immer wieder ein super schönes Gefühl, wenn dann der Kunde einfach total zufrieden ist und wenn man dann drüber nachdenkt, was das Team für einen tollen Job geleistet hat. Wenn man die Pläne sieht, das erste Mal die Baustelle, man kann sich das als Handwerker auch vorstellen. Und wenn es dann so nachher aussieht und umgesetzt ist, freut man sich natürlich total. Ja, vor allem der Vorteil, das sage ich immer auch in meinem Beruf, ist natürlich, dass du von Tag zu Tag auch einen Fortschritt siehst von so einer Baustelle. Ja, das ist ein Unterschied, wie wenn du jetzt im Büro arbeitest und hast jetzt den ganzen Tag 50 E-Mails bearbeitet, dann fährst du den Computer runter und dann denkst du, naja, was war das heute? Das ist hier natürlich anders. Fasziniert dich Handwerkskunst genauso wie uns? Dann jetzt den Kanal abonnieren und keine Folge verpassen.